Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, dem Track Continuum, zur zweiten Folge. Wir besprechen hier die aktuelle Discovery-Staffel, Star Trek Discovery Staffel 4 und sind jetzt hier heute bei der Folge Nummer 2 und wir, das sind der Martin und ich. Ich bin Stefan und wir sind große Star Trek-Fans und werden jetzt die Folgen im Detail besprechen. Die zweite Folge heißt Anomalie. Und damit wird auch gleich klar, worum es in dieser Folge geht, nämlich um die Anomalie, die wir in der ersten Folge kennengelernt haben, so ein bisschen, die Bux-Planeten zerstört hat. Kwejan, genau. Und uns am Ende der Folge geschockt zurückgelassen hat. Und ja, womit beginnt die zweite Folge? Meines Erachtens beginnt die zweite Folge mit einer Szene von Saru, in der ihr eine Captains-Position ausschlägt. Das ist meines Erachtens die erste Szene. Okay, ja, ich erinnere mich natürlich an die Szene, ich weiß allerdings nicht mehr, in welcher Reihenfolge sie kam. So habe ich es mir zumindest notiert. Ja, fand ich auf jeden Fall erstmal irgendwie interessant. Und ich fand es vor allem interessant, so alles klar, okay, Saru ist zurück, das ging jetzt aber schnell. So, in der letzten Folge hat er noch so, ja, alles klar, ich könnte ja eventuell zurückgehen und so und ja, da ist er. Ja, und er hatte nun mal den Rang eines Captains und ja, er schlägt halt, also ihm, ich weiß gar nicht, wurde ihm das neue Flaggschiff angeboten oder? Weiß ich nicht genau, ob das jetzt das Flaggschiff war, das neue. Auf jeden Fall wurde ihm halt ein Schiff angeboten und er hat aber abgelehnt ja auch mit der Begründung, dass da er noch als Botschafter für Kalinar unterwegs ist und dass er lieber als Berater... Hat er direkt Berater gesagt? Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber... Ja, seine große Frage kam natürlich erst ein bisschen später. Also die große Frage nach seiner Zukunft, was er dann nun in Zukunft machen will. Aber ja, es war natürlich auch irgendwie so ein Weg für die Macher, Saru weitestgehend aus der Serie im Prinzip rauszuschreiben oder ihn als Supporting-Charakter oder sonst irgendwas ab und zu mal auftreten zu lassen, dann halt mit einem eigenen Schiff, dass er halt ab und zu in 1-2 Folgen vielleicht mal die Discovery unterstützt. Aber nein, sie haben offensichtlich noch mehr mit ihm vor. Er muss ein wichtiger Charakter bleiben. Verdammt. Also er schlägt den Posten auf jeden Fall aus und ich weiß gar nicht, sagt er direkt, dass er auf die Discovery zurück möchte an der Stelle? Oder, ja? Ja, das sagt er direkt, dass er momentan noch nicht kein eigenes Schiff haben will und dass er lieber wieder zurück auf die Discovery will. Ja. Es wird aber, glaube ich, nur an der Stelle noch nicht gesagt, in welcher Funktion. Oder nicht genau thematisiert. Ja, das ist hier halt immer ein bisschen schwierig, liebe Zuhörer, denn die Folgen gibt es ja leider nicht auf Video on Demand. Man kann hier nur live schauen momentan auf Pluto TV, deswegen, sonst haben wir nämlich, wenn wir die Folgen besprochen haben, immer noch nebenbei die Folgen hier offen gehabt auf Netflix und konnten dann immer direkt nochmal in die Szene reinspringen und dann ist uns da eigentlich kein Detail entgangen und so müssen wir halt immer so ein bisschen versuchen, das aus der Erinnerung wieder hervorzuholen und ich habe mir da zwar ein paar Stichpunkte gemacht, an was ich mich noch so erinnern konnte. Aber nachdem du jetzt für 2 Videodienste schon Werbung gemacht hast, werfen wir doch nochmal einen dritten ins Rennen, weil theoretisch kannst du dir die Folgen ja on Demand holen, nämlich auf Amazon Prime, aber da müsstest du dann halt für bezahlen. Echt? Sind die da schon verfügbar, ja? Ja. Die ersten 2 Folgen sind direkt schon da. Also sie erscheinen auf Amazon Prime zum Kauf. Also du kannst, glaube ich, jetzt schon die ganze Staffel kaufen. Aber sie sind, soweit ich weiß, werden sie dann halt immer nur freigeschaltet, nachdem sie auf Pluto TV gelaufen sind oder sowas. Also immer nur freitags freigeschaltet. Du kannst dir nicht jetzt schon die ganze Staffel angucken. Ah, okay. Also ich hatte mir jetzt als nächstes aufgeschrieben, dass die bei der Sternflotte ja bei der großen Krisensitzung sind und überlegen, wie sie mit der Anomalie fortfahren. Also die Anomalie bewegt sich, das ist erstmal das eine und sie ist theoretisch relativ schnell unterwegs. Und riesig groß.
und riesig groß und ist damit, was machen wir denn jetzt? Von wegen, wir müssen Wir brauchen mehr Daten. und wir müssen jetzt im Grunde genommen anfangen, die Planeten, die direkt in der Bahn der Anomalie sind, die müssen wir jetzt irgendwie alle evakuieren und da die so groß ist und so schnell ist, die angrenzenden Sektoren müssen wir gleich mitwarnen. So, hey, die kommt, fliegt zwar wahrscheinlich an euch vorbei, aber seid gewarnt. Das ist, glaube ich, so die Quintessenz, die Quintaussage in der Szene. Ich habe mir noch notiert, dass noch interessant ist, dass die Ni'Var, also die ehemaligen Vulkanier, sich auch bereit erklären, die Föderation zu unterstützen, obwohl sie ja noch kein Mitglied der Föderation wieder sind, aber trotzdem bereit sind, angesichts der großen Gefahr, die ganze Sache auch zu unterstützen. Ja, aber das hast du jetzt ein bisschen simplifiziert, würde ich sagen. Weil die Ni'Var sind ja nicht die ehemaligen Vulkanier. Die Ni'Var sind ja die Fusion aus Romulanern und Vulkaniern. Ja. Also die das wiedervereinte Volk im Prinzip, ja. Und ja, Remana wahrscheinlich auch noch, oder was? Und Remana wahrscheinlich auch noch, ja. Also alles, das Volk ist halt wieder vereinigt, so ungefähr. Mhm. War glaube ich, in der 3. Staffel das Thema. Ja. Ein Thema. Und ja, wenn es wirklich nur die Vulkanier, aber man könnte jetzt argumentieren, ich glaube, so war es auch in der 3. Staffel, dass der vulkanische Teil, also die Vulkanier von den Ni'Var, dass die halt durchaus pro Föderation waren und die Romulaner als alte Erzfeinde der Sternenflotte, die waren halt dagegen und die Ni'Var als Ganzes als Fusion aus beiden, die waren damit halt so ein bisschen unentschieden. Mhm. Aber ich glaube, diese Kanzlerin oder was auch immer, diese Regierungschefin der Ni'Var, ich glaube, die war entweder zur Hälfte Vulkanier, also aus dem vulkanischen Teil, aber sie war definitiv von Anfang an relativ pro Sternenflotte. Ja, doch. Und deswegen ist halt auch die Frage, hat sie das jetzt einfach so entschieden, dass sie gesagt hat, ja klar, wir unterstützen euch, fertig. Ist mir egal, was die Romulaner aus meinem Volk sagen. Ja, das ist so, egal. Selbstverständlich, wir haben hier eine Krise, natürlich kriegt ihr unsere Unterstützung. Also hat sie da jetzt wirklich für alle gesprochen oder ist das eigentlich nur wieder ihre vulkanische Seite, die da gesprochen hat? Keine Ahnung, ob sie das irgendwann nochmal thematisieren oder ob das Thema... Sie wird schon die Befugnis haben, denke ich mal, dann hast du alles zu sprechen. Die Befugnis, ja, aber spiegelt ihre Befugnis auch wirklich die Meinung wider von ihrem Volk? Und von welchen Teilen des Volks? Also könnte der Konflikt zwischen Romulanern und Vulkaniern innerhalb der Ni'Var, könnte das vielleicht nochmal ein Thema werden? Ich glaube es zwar nicht, aber... Glaube ich auch nicht, aber ja, dann trennen die sich wieder, dann sind die wieder Vulkanier und Romulaner. Naja, aber glaube ich nicht. Vielleicht nennen sie sich dann Separatisten und Kultisten oder weiß ich was, ja. Keine Ahnung. Wäre natürlich ein möglicher Storystrang, der noch kommen könnte, auch wenn ich an den nicht wirklich glaube. Nee, glaube ich auch nicht. Also sie entscheiden ja dann, dass Book, sein Schiff, irgendwie total gut dafür geeignet ist, diese Anomalie zu untersuchen. Und wollen dann erst eigentlich wie heißt sie, Detmar, oder heißt sie, glaube ich, als Pilotin mit Books sein Schiff in diese Anomalie zu schicken, um die zu untersuchen. Richtig? Mhm. Ja. Book kommt, also ich glaube, es wird entschieden, dass die Discovery auf jeden Fall mal hinfliegen soll und sich das näher angucken soll. Aber sie kommt nicht so wirklich nah ran und deswegen, ja, wir haben ja hier noch Books Schiff. Also dann kommt Book rein und sagt halt hier, Leute, macht weiter. Und übrigens, ich bin dabei, mein Schiff auch. Ja. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, so, haben die keine hochtechnologisierten Sonden in der Zukunft? Warum muss denn da jetzt unbedingt Book sein Schiff reinfliegen? Warum können die nicht eine Sonde da reinschießen? Oder? Ja, fand ich auch interessant. Und fand ich auch interessant.
Und vor allem, also also ein kleines bisschen vorgreifen muss ich an der Stelle, weil, ähm, weil, weil im Endeffekt, Stamets kommt als Hologramm mit. Ja. Und Stamets kann auch im Schiff irgendwas machen, außer reden. Also er hat irgendwann mal irgendwas angefasst oder sowas. Ja, er hat ja sogar gesagt, ey, das fühlt sich so echt an, als wenn ich wirklich hier wäre und kein Unterschied genau, und so weiter richtig. und so fort. Da hast du dich wahrscheinlich auch gefragt, warum haben sie das mit Book nicht einfach auch gemacht? Genau. Also das ist dann halt so der Punkt, wo ich mir denke so, okay, wenn sie jetzt Detmar da reinschicken, schicken sie die als Hologramm oder Book in Selbstmordmission, der selber fliegt. Ja. Oh, hi. Ja, genau. Das war so der größte, das hat mich am meisten gestört eigentlich an der Folge. Warum Stamets ja jetzt als Hologramm mitfliegt und Book aber da sein Leben riskiert, das habe ich nicht verstanden. Ja, und vor allem, lassen wir ihn mal an der Leine. Ich war schon sehr ernsthaft, Leute, eine Leine, eine Sicherheitsseil. Ja. Der nächste Punkt bei mir ist hier, den ich mir aufgeschrieben habe, echt jetzt? Reißleine? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Ja, also das fand ich auch ein bisschen komisch mit dieser Reißleine da. Ja, das war ein bisschen strange, aber okay. Ja, aber erstmal ging es dann noch darum, Detmar sollte fliegen. Und da war das dann schon direkt die nächste Szene, wo Book nochmal zu Dings hinkommt? Zu Burnham hinkommt? Ja, doch, ich glaube, das war die Szene. Wo er dann sagt, wo er dann im Grunde genommen sagt, ja, alles klar, machen wir. Oder wo er dann sagt, ja, ich fliege, ich bin bereit dafür und ich muss das machen und ich mache das und ich gehöre nicht zur Sternflotte und du kannst mir gar nichts sagen. Ja. Genau. Und ich mache das, ob du willst oder nicht. Genau. Ja, ja, und was sagt sie zu ihm? Nein, du bist nicht bereit. Fand ich halt auch so eine schöne Referenz, so, aha, sie hat was gelernt bei der Präsidentin, du bist nicht bereit. Ja, den Satz hat sie nicht gemerkt. Das wollte sie jetzt auch mal zu irgendjemandem sagen. Richtig, der hat gesessen, der sagt so, nee, du bist auch nicht bereit. So. Also alleine dadurch, dass sie das gesagt hat man schon gemerkt, okay, genau diese Diskussion aus der ersten Folge hat einen tiefen Eindruck bei Burnham hinterlassen. Also sie hat sich zwar in dem Gespräch selber relativ trotzig verhalten, also ich würde sagen fast wie so ein kleines Kind, nach dem Motto, was willst du mir erzählen? Ich wäre nicht bereit, so ein Scheiß, ich habe hier gerade alle gerettet und du erzählst sowieso nur Bullshit. Jetzt in der zweiten Folge siehst du aber so, sie hat sich damit auseinandergesetzt und das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Teil. Sie hat über das nachgedacht, was ihr diese Präsidentin da gesagt hat, und das kommt halt auch später dann auch noch mal in der zweiten Folge raus, aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, noch nicht vorgreifen. Aber so oder so, man merkt alleine schon, sie sagt zu Book, klar, zum einen sagt sie halt einfach, weil sie jetzt ja nun Book liebt und so weiter und so fort. Mehr oder weniger sagt sie will das nicht, aber sie begründet es auch mit von wegen, du bist emotional nicht so weit. Du hast keine Trauerphase gehabt. Ja, und ich kann dich da jetzt nicht rüberschicken. Also geht eigentlich gar nicht. Und er setzt ja quasi das Messer auf die Brust und diese vertauschte Rolle, ja, also diese absolut vertauschte Rolle zwischen der Präsidentin und Burnham in der ersten Folge und Book und Burnham in der zweiten Folge fand ich halt auch super interessant, weil ja in der ersten Folge sagt sie halt, ja, willst du mich jetzt absetzen? Nee, gut, dann mache ich das jetzt. Und Book sagt, du hast mir ja nichts zu sagen, ich mach das jetzt. Okay. Ja, also exakt genau gespiegelt, nur dass Burnham dieses Mal genau auf der anderen Seite sitzt. Ja. Ja, das ist ja vielleicht wichtig jetzt für ihre Charakterentwicklung. Absolut, in meinen Augen auf jeden Fall. Ja. Naja, auf jeden Fall gibt sie dann aber dem natürlich irgendwie dann auch nach, beziehungsweise eigentlich hat sie auch keine Wahl. Ja, sie kann ihn in den Knast schmeißen, aber ansonsten kann sie nicht viel machen, ja. Ich glaube, irgendwo weiß sie wahrscheinlich auch, dass er halt
eigentlich am besten dafür geeignet wäre, theoretisch, wenn er jetzt nicht gerade so emotional im Eimer wäre. Nee, der Punkt ist, ich glaube, es hängt auch sehr, sehr viel damit zusammen, dass sie zwar mit Detmar einen super guten Piloten haben, aber kein anderes Schiff kann morphen. Also diese komische Verwandlung von Books Schiff. Daran kann ich mich immer noch nicht gewöhnen, ne? Das ist immer wie so ein Transformer sich da irgendwie dann da... Transformer-Schiff, ja. Ja, aber das war ja essentiell jetzt gerade auch für diese Situation und gerade dieses Transform. Auch bei dem Transform, ich finde es immer interessant, dass er drin quasi das Ding verwandelt sich komplett, aber er in seinem Raumschiff bleibt halt, also der Raum, in dem er ist, der bleibt halt komplett unverändert, egal was passiert. Ja, wo ich halt denke so, okay, naja, warum nicht? Aber ich glaube, das war auch zu dem Zeitpunkt, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist, eigentlich ist ja hast du den Film The Big Lebowski gesehen? Ich glaube schon. Also, war das nicht mit, wie heißt denn der Schauspieler? Jeff Bridges. Ja. Hab ich glaube ich gesehen, ne? Mit Jeff Bridges, wo er halt so ein total abgewrackter Noob ist oder Dude ist. Dude trifft's, glaube ich, besser, der halt eigentlich so sein Leben nicht so wirklich auf die Reihe bekommt. Und genauso kam mir Book an der Stelle dann auch vor. So, er ist so der kleine Straßenpenner, der mit seinem Wohnwagen im Hinterhof der Discovery sitzt. Also er hat ja nicht wirklich er ist kein Teil der Discovery Crew. Er hat seinen eigenen Wohnwagen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, er hat kein eigenes Apartment oder keinen eigenen Raum oder irgendwie sowas auf der Discovery, sondern er lebt halt in seinem Raumschiff, was er zufällig im Hangar von der Discovery steckt. Ja. Das war halt so ein bisschen so, okay, alles klar. Der Penner im Hinterhof mit seinem Wohnwagen. So wirkte er in dem Moment so ein bisschen. Gerade weil er halt auch so fertig mit der Welt war und eigentlich alleine nicht mehr wirklich klargekommen ist zu dem Zeitpunkt. Das ist mir da halt nur dann mal so eingefallen, wo ich dachte so, ja, irgendwie schon. Er und sein Wohnwagen hinten im Hinterhof, ja. Ja, aber okay, auf jeden Fall, er fliegt dann los. Genau, er fliegt los mit Stamets als Hologramm an Bord und der Reißleine. Und da kommt so ein bisschen halt, dass Stamets und Book ja sich nicht riechen können anscheinend gegenseitig. Book schiebt es zumindest darauf, dass Stamets eifersüchtig zu sein scheint auf ihn, weil er auch den Sporenantrieb bedienen kann und eigentlich das ja sonst so nur Stamets konnte. Stamets Einzigartigkeit wird damit in Frage gestellt. Ja. Denkt Book, ja, wobei, also meinst du, das ist so, dass der wirklich deswegen eine ablehnende Haltung gegenüber Book hat, weil er eifersüchtig auf ihn ist? Nein, aber das hat er auch ganz klar in der zweiten Folge während des Flugs ganz klar ihm nochmal erklärt. Du, das hat damit überhaupt nichts zu tun, dass du auch den Sporenantrieb bedienen kannst, sondern immer wenn ich dich angucke, sehe ich im Grunde genommen, wie ich dabei versagt habe, meine eigene Familie, nämlich Dr. Culber und Adira, die zu retten, wie ich dabei versagt habe. Und du kamst um die Ecke und hast meine Familie gerettet. Ich bin dir zwar super, super dankbar dafür, aber im Prinzip, wenn ich dich angucke, sehe ich mein Versagen. Und das ist deswegen habe ich ein Problem damit, Kontakt zu dir zu haben. Okay. Das ist sein Hintergrund. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er das so zu ihm gesagt hat, ja. Ja, okay. Das hat er ihm erklärt und ich finde es hinsichtlich des Staffelfinales auch relativ nachvollziehbar. Und als er ihm das dann gesagt hat, da verändert sich ja auch die Situation und das Verhältnis zwischen Stamets und Book komplett. Also Book dachte halt, ja, okay, das ist so ein oberflächliches Arschloch, der will nichts mit mir zu tun haben, weil ich ihm seine Einzigartigkeit quasi kaputt mache. Und Book denkt sich einfach nur die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich sehe in ihm mein Versagen, er erinnert mich an mein Versagen. Und das überhaupt mal auszusprechen, das war halt auch für Stamets enorm wichtig. Ja, genau. Also sie nähern sich ja dann an und
sind dann auch später dann irgendwie Best Friends. Aber ja, ich glaube, das ist eine wichtige Wendung, weil im Endeffekt fand ich es halt auch schon ganz witzig, wo Book dann halt auch da drin sitzt und meint so, ey, Alter, laber mir jetzt hier kein Ohr ab oder sonst irgendwas, gib mir keine guten Ratschläge. Und fast die Katze sowieso nicht nur an. als so, genau, ja, fast die Katze nicht an, das auch noch. Aber wo er ihm dann halt im Prinzip später sagt so, ey, Alter, du sitzt hier sowieso nur als Hologramm, denn dir kann nichts passieren. Mein Arsch ist der jetzt hier jeden Moment drauf geht. Ja, genau. Ja. Was ich ja nicht verstanden habe, aber... Ja, warum? Warum hast du nicht auch so ein Holo-Ding genommen? Okay, ja, aber ja, vielleicht ist die Holo-Berührung doch irgendwie ein bisschen eingeschränkt oder keine Ahnung was. Also, ja, ja, ab und zu kommt halt bei Star Trek und bei Discovery, glaube ich, im Speziellen dann doch irgendwie mal wieder kommen so Situationen zustande, die manchmal dann halt arg konstruiert wirken. Ja, wie halt zum Beispiel, okay, der muss jetzt in Gefahr stecken, weil hätten die sein Schiff als Sonde mehr oder weniger rein geschickt, weil das wäre es ja dann letztendlich gewesen, wenn beide nur per Hologramm da drin sind, dann wäre ja überhaupt keine Dramatik da gewesen. Dann hätte es ja nichts zu verlieren gegeben. In der Zwischenzeit kommt nämlich jetzt dann diese Szene, wo Adira und Grey den neuen Körper von Grey begutachten. Okay, ja, fand ich auch eine nette Szene. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, dass Grey jetzt überhaupt einen neuen Körper kriegt. War ich erstmal ein bisschen überrascht gewesen eigentlich. Wie das zustande kommt, dass der jetzt einen Körper kriegt. Das hatte ich irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Ja, ja, das hat ja irgendwie in der letzten im Staffelfinale von der dritten Staffel ist das ja begründet, wo dann im Prinzip rauskam, dass Grey nicht einfach nur eine Ausgeburt ja von Adiras Fantasie ist oder nicht einfach nur in ihrem Kopf existiert in der Hinsicht, sondern dass er halt wirklich irgendwie da ist. Und dass sie es ja dann in der dritten Staffel auch irgendwie geschafft haben für Stamets und Dr. Culpa ihn zumindest mal kurzzeitig sichtbar zu machen oder irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich, war das. Aber ja, dritte Staffel zu lange her. Ich glaube, so war das, dass sie den auch kurz gesehen haben. Also das war dann so der finale Beweis. Und ja, und jetzt in der Folge haben sie dann halt das thematisiert von wegen, ja, und wir haben ja da diese Technik, mit der wir einen berühmten Sternflottenadmiral zurückgeholt haben das erste Mal. Und diese Referenz auf Picard war natürlich schön. Ja. War eine nette Referenz. Allerdings haben sie die dann auch gleich sofort, in Anführungsstrichen, wieder, naja, was heißt abgetötet, war halt einfach nur so, ja, aber grundsätzlich machen wir das nicht mehr und wir sterben wirklich, weil das ist viel zu oft schief gegangen. Aha. Heißt das jetzt, Grey stirbt oder heißt es jetzt, im Endeffekt ist es dann bei Picard, wie lange ist es dann bei Picard gut gegangen? Ja. Das sind dann Fragen, die sich da so ein bisschen aufdrängen, aber ja. Ja. Also sie haben ja halt auf jeden Fall gesagt, dass das Ganze basiert ja auch auf der Technik von Dr. Soong und der Körper altert und stirbt auch ganz normal wie ein echter Körper. Und, ja. Ja, weil Dr. Soong oder weil Picard das gerne so wollte. Und ja, und auch bei Grey ist es jetzt im Grunde genommen so, dass er sich das ja mehr oder weniger auch aussuchen kann. Und ja, ganz normal altern ist okay. Aber mein Leberfleck, können wir den nicht doch entfernen? Ja, genau, dafür sind wir da. Das Feintuning an deinem Körper. Aber was mir da halt auch extrem krass aufgefallen ist, lass es wegen der hohen Auflösung sein, in der auch Pluto TV ausstrahlt, ja. Aber findest du die so hoch, die Auflösung? Ich finde das niedrig. Ich glaube, das ist nur 27p oder so, oder?
sagen wir mal, es ist hoch genug für das, was mir aufgefallen ist, nämlich er ist schon so ein bisschen eitel, von wegen, lass uns mal das Muttermal entfernen, aber wenn du dir den Schauspieler anguckst, der Schauspieler an sich, der hat halt echt üble Akne-Probleme und du siehst halt volle Kanne, wie das mit Make-up massiv überschminkt ist. Und das fand ich halt gerade in der Szene dann schon so ein bisschen, da musste ich ein bisschen schmunzeln. So nach dem Motto, der Schauspieler, der hat echte Akne-Probleme, die man unter der Maske sieht. Und dann, ja, nimm mal meine Mutterwahl weg. Okay. Wenn du sonst keine Wünsche hast, okay. Genau. Da muss ich ein bisschen schmunzeln, aber okay. Naja. Dann habe ich mir noch hier einen Stichpunkt gemacht. Das bin ich mir jetzt aber nicht sicher, wo das jetzt szenentechnisch genau aufgetreten ist. Und zwar Zora hat sich selbst den Namen gegeben, der Schiffscomputer. Ja, Zora. Da bin ich mir immer noch nicht sicher, wie passt diese eine Folge von Zora, wo sie diesen, das war ja keine richtige Folge, sondern das war diese Short-Track-Folge. Star Trek Short-Track, ne? Ja, genau. Calypso meinst du? Calypso, genau. Wie passt das da rein? Weil es ist ja immer noch nicht so klar. Ich glaube, das war noch weiter in der Zukunft, oder? Hat Calypso gespielt? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, also so, dass es theoretisch irgendwann noch dazu kommen könnte. Problem ist, inzwischen hat die Discovery so schwebende Gondeln und in Calypso hatte sie noch fest montierte Gondeln. Also, ja, wie passt das jetzt da rein? Oder sind Short-Tracks aus dem Kanon ja, genau, hatten wir schon raus, drüber gesprochen. Vielleicht ist das eine andere Zeitlinie oder sowas, keine Ahnung. Ja, aber ja, richtig. Auch da wieder diese kleine Referenz. Okay, sie hat sich den Namen selber gegeben. Ja. Ja, da stellt sich natürlich auch die Frage, was Zora unterstützt ja die Discovery, aber was ist, wenn Zora mal mit irgendwelchen Entscheidungen, die da getroffen werden auf dem Schiff, vielleicht nicht einverstanden ist? Ja, aber ich finde, Zora kommt, also auch hier wieder, Zora kommt viel zu kurz, weil Zora ist ja eigentlich eine extrem fortgeschrittene Intelligenz, die ja ursprünglich noch aus dieser komischen Anomalie kommt, die tausende von Jahren alt ist und deswegen die ganze Zeit, also wenn ich das nicht durcheinander bringe. Ja, die Sphärendaten. Die Sphärendaten, genau, aus den Sphärendaten, die was weiß ich, wie viel Wissen hat und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, in Discovery Staffel 3 und 4 eigentlich agiert sie und wirkt sie wie ein stinknormaler Bordcomputer. Ja, das stimmt. Hält sich ganz schön zurück, ja. Ja, also man merkt nicht, dass sie irgendwie eine überlegene KI ist. Also es könnte ein stinknormaler Bordcomputer sein. Okay, unser Bordcomputer heißt Zora. Alle klar, Thema beendet. Ja. Also den ganzen Zora-Strang, finde ich, haben sie in Discovery ganz generell einfach viel zu stark ausklingen lassen. Das stimmt. Vielleicht wird das nochmal ein großes Thema, aber ich denke, in der Staffel wahrscheinlich auch nicht. Ja, nee, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, weil die ganze Zora-Storyline ist eigentlich tendenziell zu weit zurück. Also auch ich erinnere mich halt an die Szene, wo Zora Captain Saru an der Stelle noch noch Ratschläge gibt, wie er mit seiner Crew umgehen soll, also emotionale Ratschläge und so weiter, und er sich darüber wundert, so, hey, Moment mal, irgendwas ist hier mit dem Schiffscomputer nicht so ganz normal. Ja. Und das war im Grunde genommen das Ende der Zora-Storyline. Ja, danach kommt nichts mehr. Ja. Nix. Und das fand ich, das hat mich enorm geärgert. Weil das bietet so viel Potenzial und wenn sie das jetzt wieder aufwärmen, das ist einfach, da ist zu viel Zeit dazwischen. Na gut, kommen wir nochmal zurück zu Stamets und Book in der Anomalie. Die untersuchen halt fleißig dann da die Daten, analysieren. Und das Schiff droht halt auseinanderzufallen und natürlich reißt die Reißleine. Natürlich. Ja,
natürlich reißt er sich von der Dings los. Und vor allem, aber auch dass diese Reißleine im Grunde genommen reißt. Es war so, dass sie partout Book nicht loslassen wollte. Der hing halt an dieser Leine und hat damit theoretisch die gesamte Discovery wieder gefährdet. Mhm. Und jetzt, sie hat mit der Präsidentin gesprochen. Ach, okay, ihr habt ja recht. Ich kann nicht alle riskieren für wenige. Also sie hat aus der ersten Folge gelernt und sagt dann halt, alles klar, kapp die Reißleine. Egal, ob das jetzt mein Freund ist, mein Partner ist, den ich über alles im Grunde genommen liebe. Aber als gute Kommandantin kann ich nicht das ganze Schiff riskieren. Ja. Und sie hat gelernt. Ja. Ging zwar relativ schnell, aber sie hat gelernt. Also auch das war wieder so ein Punkt, wo ich sage, okay, das Gespräch, was ich in der ersten Folge, was mein persönliches Highlight aus der ersten Folge war, hat ganz offensichtlich einen massiv bleibenden Eindruck bei Burnham hinterlassen. In ihrer Charakterentwicklung. Ja, das ging ja schnell. Ja, es ging mir ein bisschen zu schnell, aber ja. Aber im Endeffekt trennt doch dann aber Book die Reißleine durch, oder? Wie war das? Sie lässt es aber irgendwie zu. Ich weiß es auch nicht mehr hundertprozentig ganz genau, aber es war mindestens mit ihrer Entscheidung. Mhm. Also es war mit ihrer Entscheidung und sie hat halt genau diese Entscheidung zum Wohl von vielen im Prinzip getroffen. Ja, auch auf das Risiko hin, dass ihr geliebter Partner dabei eventuell drauf geht. Also da kommt dann halt erst noch mal, dass das Book die ganze Zeit noch diese Vorstellungen hat, diese Visionen hat, wo sein Neffe da durchläuft und er im Prinzip komplett katatonisch ist und im Grunde genommen gar nicht mehr reagiert und komplett irgendwie geistig komplett woanders ist. Mhm. Und Stamets ihn dann erst irgendwie so ansatzweise ein bisschen zurückholt. Und dann kam halt als nächstes so diese Szene, wo ich auch wieder dachte so, ey Leute, ist das euer Ernst? Nämlich Burnham auf der Brücke, ja, mach einen persönlichen Kanal auf und da kommt so eine komische Blase um sie rum. Ich denke mir so, ernsthaft? Ja, stimmt, das fand ich auch ein bisschen bescheuert. Die Glocke des Schweigens, oder was ist das? Genau. Ja, das war so lächerlich, wo sie da mitten auf der Brücke in ihrer komischen Blase sitzt, ja. Also, weiß ich nicht, normalerweise wäre man irgendwie in seinen Bereitschaftsraum gegangen oder sowas und hätte dann einen privaten Kanal aufgemacht oder sowas. Aber nee. Ständig in Next Generation, ist Picard dann gesagt, ja, stellen Sie es bitte in meinen persönlichen Raum und ist dann halt in seinen Raum marschiert. Ja. Und hat da dann privat geredet. Aber nein, sie sitzt mitten auf der Brücke, hat eine komische Blase um sich rum und alle können sie theoretisch sehen. Ja, und das ist... Also das war auch so eine Szene, wo ich mir denke, so, ernsthaft, Leute? Naja, gut. Ja. Okay. Also man muss nicht zwanghaft irgendwie versuchen, alles weiterzuentwickeln. Irgendwie. Ja, es gibt einfach Sachen, lasst sie einfach so, wie sie sind. Ja, das war so ein bisschen lächerlich. Ja. Aber es ging dann auch gleich weiter mit den Lächerlichkeiten, so ein bisschen, ja, wo ich mir dann so denke, da kommt dieser andere Typ da an und so, ach, übrigens, ich habe die Lösung. Er soll surfen gehen. Wie bitte, was jetzt? Er soll Wellenreiten gehen? Ja. Das war halt auch so, ja, da ganz klar, logisch. Der hat da diese große Welle und die braucht er einfach nur richtig erreichen. Also nach dem Motto, der Surfer-Dude erklärt, ich war ja ständig auf dem und dem Planeten auf diesen Riesenwellen. Das klappt schon, ja. Ich bin ein super geiler Wellenreiter und bin super geil im Surfen und das sieht ja ganz genauso aus. Das ist genau das Gleiche. Ich denke mir so, ernsthaft? Leute, was soll der Scheiß? Ja. Also das war auch wieder so ein bisschen so, okay, wir müssen ihn ja jetzt irgendwie rauskriegen. Wie machen wir das? Ja, lass mal ihn surfen. Okay. Ja, das müssen wir irgendwie begründen. Ja, wir haben noch diesen einen Surfer da auf der Brücke. Ach ja, haben wir? Na gut. Also das war so auch ein bisschen an den Haaren herbeigegriffen. Ja, aber natürlich funktioniert genau diese komische Surfertechnik. Natürlich. Also auch nicht sofort. Nee. Die erste Welle verpasst er, ja. Mhm. Und das war natürlich charakterentwicklungsmäßig dann auch wieder wichtig.
Burnham redet mit ihm und er fängt halt an, ihr quasi komplett zu vertrauen. Ja, alles klar, mach das mal. Und ich schließe jetzt einfach die Augen, gucke gar nicht, was um mich rum passiert und so sagst du mir einfach, was ich machen soll. Und ja, zum Glück gibt es natürlich keine Signalverzögerung oder sonst irgendwas. Oder es muss ja noch nicht mal eine Signalverzögerung sein von der Funkübertragung, sondern es kann ja auch einfach sein, jeder Mensch hat eine gewisse Reaktionszeit. Also wenn ich dir jetzt sage, fang den Stift und du rechnest nicht damit, wirst du ihn vielleicht erstmal fallen lassen oder ähnliches, weil bis du das verarbeitet hast, was ich dir gerade gesagt habe, da vergeht halt eine Millisekunde. Aber ja, jetzt okay. Und das war genau der richtige Moment. Ja, natürlich. Ja, okay. Ja, also mit der Lösung war ich auch nicht so ganz glücklich. Ja, das sind manchmal so Sachen, wo man sich so fragt, ja, alles klar. Ja, also so ein großer Star Trek-Fan, wie ich bin und so gut wie ich Discovery jetzt inzwischen auch finde, wie gesagt, wegen der tieferen Storyline, desto mehr stört mich teilweise dieser oberflächliche Plot, zu welchen Kunstgriffen sie dann da teilweise greifen, wo ich mir halt denke so, also okay, Leute. fand ich jetzt, gerade bei der zweiten Folge fand ich es halt relativ oft, dass ich mich gefragt habe, so, hä? Echt jetzt? Ja, absolut. Wie gesagt, mit den Hologrammen habe ich nicht verstanden. Dann die Reißleine fand ich halt irgendwie bescheuert. Und, absolut. Ja. Vor allem hat sie nichts gebracht, nix, absolut null. Und ich meine, hallo, die haben einen Traktorstrahl. Da wäre es noch, da wäre es, also zumindest hatte Star Trek das früher mal, so einen Traktorstrahl. Ja, da wäre es doch viel sinnvoller gewesen, wenn jetzt Stamets jetzt mit der mega guten Idee um die Ecke gekommen wäre, wie man den Traktorstrahl verstärken kann oder sowas in der Richtung. Ja, das hätte noch irgendwo reingepasst. Aber nein, wir legen ihn an die Leine. Okay. Also, wir spannen da ein tausende Kilometer langes Kabel quer durchs All. Ja. Dass man sowas überhaupt zur Ausrüstung gehört von der Discovery. Also nee, zumindest das haben sie erklärt. Das war diese programmierbare Materie. Also woraus auch Books Schiff besteht und so weiter und so fort. Die haben ja diese programmierbare Materie. Okay. Und davon haben sie halt einen gewissen Vorrat und aus diesem Vorrat haben sie halt ein Seil gebaut. Ah ja, okay. Also das zur Mini-Verteidigung dieser Schwachsinnszene zumindest mal gesagt. Nicht, dass jedes Sternflottenschiff so eine Reißleine an Bord hat. Nein, naja, theoretisch schon, weil die haben ja alle programmierbare Materie an Bord. Okay, ja. Aber ja, das war also Transformer-Schiffe. Ja, das war naja, okay. Macht mal. Aber was glaube ich auch noch ein bisschen, oder was auch noch extrem wichtig war, ist, die Discovery hat sich in der ganzen Zeit nicht bewegt. Und trotzdem waren sie auf einmal mitten in den äußeren Auswirkungen dieser Anomalie drin. Das heißt, damit ist klar geworden, die Anomalie bewegt sich und zwar nicht in die Richtung, die sie errechnet haben, sondern die Anomalie hat ihre Richtung gewechselt. Genau, das hat der Tilly dann auch gesagt, ja. Genau, sie hat ihre Richtung gewechselt und das ist natürlich enorm wichtig, weil das wirft jetzt natürlich die riesengroße Frage auf. Moment mal, steckt jetzt irgendwie in oder hinter dieser Anomalie in irgendeiner Weise ein intelligentes Wesen? Ja. Also lebt die Anomalie oder wird sie irgendwas gesteuert? Oder? Genau, das ist die große Frage, ja. Ja, also und vor allem, ja, die Evakuierung der ganzen Systeme und so weiter und so fort könnt ihr euch auch gleich wieder abschminken, weil dann ändert die einfach den Kurs. Ja, genau, also ist völlig unberechenbar, hat alles gar nichts gebracht eigentlich. Wir können nicht vorhersagen, was als nächstes das Ziel sein wird, in welche Richtung sie sich bewegt. Ja, keine Ahnung, also ich bin gespannt, wie es mit dieser Storyline von dieser Anomalie weitergeht. Was glaubst du? Steckt da eine
eine künstliche Intelligenz dahinter oder irgendwie halt ein neuer Gegner, der diese Anomalie steuert oder was könnte da noch dahinter stecken? Ich weiß es nicht. Einfach nur eine böse oder einfach eine Lebensform, die irgendwie durchs All wandert oder? Also ich glaube schon, dass es eine in irgendeiner Weise eine Intelligenz ist oder von einer Intelligenz gesteuert wird. Was halt so ein bisschen typisch Star Trek wäre, ist, wenn ganz am Ende der Staffel sie es halt irgendwie schaffen, was weiß ich, mit der Anomalie zu kommunizieren oder was weiß ich was und die davon zu überzeugen, dass sie ja eigentlich gut sind und sie dazu bringen so, hey, pass mal ein bisschen auf uns auf, du bringst uns alle um oder dann sonst kommt irgendwas. vielleicht sowas wie, die Lebensform ist ja nur auf dem Weg nach Hause und sucht ihr zu Hause und dann helfen sie der Lebensform und richtig, irgendwie sowas würde halt zu Star Trek passen. Wobei in dem Moment, wenn das so kommt, und das könnte ich mir halt durchaus gut vorstellen, wäre das halt wieder so ein bisschen so ernsthaft. Und dafür habt ihr Quejan, also als einen der neuen wichtigen Planeten, den habt ihr dafür gesprengt. Dafür, dass es im Grunde genommen ein verirrtes Kind ist oder sowas in der Richtung. Ja. Bitte nicht schon wieder ein verwirrtes Kind. Wir hatten jetzt schon diesen Sukal, genau. Weil diese Auflösung von wegen einfach nur ein verwirrtes Kind, was einen Wutanfall kriegt, die fand ich halt auch so scheiße. Ja. Das war echt, das war nicht so wirklich befriedigend dann zum Ende hin. Nee, war nicht die beste Auflösung. Und ich hoffe, es wird kein Kind sein, aber es würde halt zu Star Trek passen, wenn sowas im Endeffekt bei rauskommt. Aber ich glaube, das werden wir relativ schnell sehen in den nächsten Folgen, weil entweder thematisieren sie, welche Auswirkungen hat es denn? Sprich, die Anomalie rast da irgendwie durchs All und irgendwelche Rassen sagen dann halt einfach, ja, wir müssen uns vor der retten, wir überfallen jetzt mal die Sternenflotte, oder sonst irgendwas. Also, dass die Anomalie indirekt irgendwelche Konflikte auslöst und dass das halt so der eigentliche Gegner ist oder keine Ahnung, vielleicht findet sich irgendein Volk, was diese Anomalie anbetet als Gott oder weiß der Teufel, was auch immer. Aber ja, die Frage wird halt, ist die Anomalie selber dann der große Konflikt oder ist sie nur Mittel zum Zweck für den Konflikt mit irgendeiner anderen Rasse, Gruppe, whatever. Ja, vielleicht kommt da irgendwas ganz in der Richtung, die Discovery hat die Anomalie erschaffen aus Versehen. Der Sporenantrieb. Ja, 2-3 zu oft mit dem Sporenantrieb gesprungen. Ja, ich weiß, keine Ahnung. Die Pilze sind aus ihrem Pilzreich ausgebrochen. Ja. Ja, keine Ahnung. Schauen wir mal. Also wir sind gespannt auf die nächste Folge. Die nächste Folge heißt übrigens im Englischen Choose to Live. Okay. Also keine Ahnung, was man da rein interpretieren könnte. Choose to Live. Naja, das erste, also wenn wir jetzt mal ganz wild spekulieren, wäre das erste, was mir dazu einfallen würde, Book, der halt wahrscheinlich immer noch massiv unter dem Trauma leidet, dass sein Planet weg ist und wahrscheinlich damit irgendwie so ein bisschen seinen Lebenswillen, sage ich mal, verloren hat und dass er in der Folge irgendwie seinen Lebenswillen wiederfindet. Also, dass er sich fürs Leben entscheidet. Choose to live. Wäre jetzt so eine erste Spekulation, die mir dazu spontan einfallen würde. Schauen wir mal, wobei ich glaube, dass das jetzt nicht wichtig genug wäre, um den Titel der Folge irgendwie darzustellen. Kommt drauf an, wie sehr sie Book und sein Leiden in den Mittelpunkt stellen. Also es wird definitiv nicht der einzige Teil sein. Aber auch in der ersten Folge ging es ja nicht nur um die Kobayashi Maru-Szene oder Situation. Und wie war der? Achso, genau. Und Anomalie. Im zweiten Teil Anomalie.
Naja, okay, da ging es schon eigentlich mehr oder weniger fast nur um die Anomalie. Tja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Choose to live. Irgendwas wird sich dazu entscheiden, zu leben. Dann sind wir mal gespannt auf die 3. Folge. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuhören. Also nochmal danke fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich bei der nächsten Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.